Ich bin Mike, spiele Gitarre bei Heaven Shall Burn. Und ich bin Markus, ja, ich bin der Sänger von Heaven Shall Burn, hallo. Den Born from Pain Track, den kennen wir natürlich auch. Der Rob hat eine geile Stimme für sowas zu schauten und das klingt auch richtig cool bei dem. Also in dem Fall war es da wirklich so, da hat es dann die Mischung gegeben und das hat dann ordentlich geknallt. Und auf Englisch ist es immer ein bisschen einfacher, da seine Meinung rüberzubringen oder auch mal eine Parole rauszuhauen, die griffig ist. Es macht halt gerade jeder irgendwie Coveralben, also das werden wir machen, wenn das dann wieder ein bisschen außer Mode ist und das wird dann auch was Besonderes sein. Wir haben mittlerweile, glaube ich, 14 oder 15 Coversongs, die wir irgendwann schon mal für irgendwas aufgenommen haben. Es gibt Songs, die fanden wir schon immer gut, die wollen wir dann auch mal, bei Black Tears war es zum Beispiel so, Edge of Sanity ist eine mega coole Band und fanden es einfach traurig, dass die bei den Kids so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ne? Das ist natürlich immer noch ein Heiligtum für viele alte Metaller. Und da wollte man einfach eben mal wieder eine coole Band den Leuten neu vorstellen. Ne? Also bei Blind Guardian, die braucht man natürlich niemanden vorstellen. Das ist so die Art von Coverversion. Da sind so viele Riffs drin, die wir geil finden, da wollten wir nicht so frech sein und die halt eben alle für unsere Songs klauen, da haben wir den Song selber an sich gecovert. Ne? Statt für, keine Ahnung, 1000 Euro ein Frontcover-Artwork zu machen, nimmt man halt mal ein Gemälde, was ein paar Millionen kostet. Lady Godiva hat man ja schon mal irgendwie gehört, aber so richtig die Story auch nicht. Ich bin da über das Bild in einem Bildband mal gestolpert und das hat mich sofort irgendwie gefangen genommen und dann hat das auch so ganz gut zu unserer Attitüde gepasst. Jemand wie Walter Schilling, das ist auf jeden Fall jemand, der ein Idol sein kann. Ja. Der Mann ist einfach ein Stück deutsche Geschichte. Ne? Das ist einer der Gründer der DDR-Opposition, wenn nicht sogar der Keimzelle in der DDR-Opposition. Und es ist oft auch so bei uns, dass eigentlich der Text so eher ein bisschen auf den Song entsteht. Wir sind als Superfußballer bekannt, falls man das nicht gehört hat. Ja, also ich war als Kind so ein ganz guter Torwart, bin aber nicht groß genug geworden, um dann wirklich irgendwo zu landen. Und ich bin anfangs tatsächlich im Tor gelandet, weil ich draußen zu viel Trappel gemacht habe. Also jemand, der ein bisschen technisch versiert ist, der kriegt natürlich öfters mal eine Blutgrätsche und so weiter ab. Und da habe ich mich dann schon auch lautstark geäußert dazu und das hat dann immer dazu geführt, nicht, dass ich vom Platz gegangen bin wegen Foul, sondern wegen dem Meckerns. Es gibt sicher viele Leute, die auf irgendwelche Demos gehen oder so, aber wer hat jetzt unbedingt außer von uns Hobby-Schiedsrichtern eine Trillerpfeife zu Hause? Ne? Passt ganz gut zu dem Titel Veto, ne? Auf irgendwas pfeifen, deinen Protest äußern, da passt eine Trillerpfeife ganz gut. Das ist eher so eine kleine symbolische Sache als ein großes materielles Ding. Ne? Also da ist dann in der Box sind ein paar andere Gimmicks drin, an denen die Leute sich dann eher freuen können. Also als DDR-Ferienlagerkinder hat man zur Ostsee natürlich eine besondere Verbindung, besonders auch zu Rügen. Was bei Rügen witzig war, dass wohl ein paar Tage vorher oder kurz vorher auch Bring Me the Horizon dort waren und ihr Video gedreht haben und kurz später posten wir auf Facebook, ja, sind auf Rügen, machen Fotos irgendwie, also da sind dann so ein paar Kids aus den Städten, Dörfern dort überhaupt nicht drauf klargekommen. Warte mal, Bundestagswahlkreis auf Rügen. Ja, das ist klar. Das nee. Angela Merkel. Merkel, echt? Ist das, oder? Krass. Ja. Gut, Wolle. Also ich denke, was den Einfluss von Musik auf eine Gesellschaft angeht, das ist so ein bisschen entschärft worden. Also da haben die Mächtigen in den 60er Jahren viel draus gelernt, also dass wirklich Leute mit einer Gitarre in der Hand die Welt fast verändern konnten. Also sowas gab es ja
Ja, man verändert dann eben das Teil im System. Ne? Vielleicht hat man dann irgendwann einen Bundestagsabgeordneten oder einen Richter, der halt nicht irgendwelche dummen Strafen gegen Demonstranten von einer Fascho-Demo verhängt oder irgendwie sowas. So, wenn wir auf Facebook ein Foto von der Heaven Shall Burn Geburtstagstorte posten, kriegen wir 2000 Likes, 500 Kommentare. Wenn ich was über einen politischen Mord an irgendeinem Indianer in Brasilien oder so poste, kriegen wir 30 Likes und 40 Kommentare. Wie wir da Elsterglanz zu bekommen haben, also das ist schon nicht leicht an die Jungs daran zu kommen. Ne? Die sind natürlich von einem Top-Management abgeschirmt, was da irgendwo in New York sitzt. Und das war schon, hat eine Menge Zeit und Geld gekostet, da überhaupt eine Adresse rauszubekommen. Ne? Die sind ja da auf ihren Ranches in Eisleben da abgeschottet. Das ist richtig, aber wo wir dann den Zugang zu den Jungs hatten, also dann war eigentlich alles relativ unkompliziert. Also die Jungs selber. Ja, also wir haben, das war so eine, ja, was war das, eine Sektbohlenlaune beim Backstage, beim Full Force, haben wir uns ganz gut mit denen angefreundet. Zwischen absoluter Professionalität und kompletter Dilettanz, so diese produktive Mischung da draus, das ist echt Wahnsinn. Also das erklärt für mich auch den Erfolg, den sie haben. Also das hat man ja schon gemerkt. Ich empfinde es persönlich als unser stärkstes Album, ohne jetzt hier schon irgendwie Werbung zu machen, so meine persönliche Meinung. Ich war jetzt eine Woche im Urlaub, habe da die Platte das erste Mal seit längerem nicht gehört. Als ich wiederkam, habe ich sie angehört und da war ich richtig stolz auf uns. Wir sind wirklich echt zufrieden und grinsen die ganze Zeit, wenn wir die Platte hören. Ich merke das immer wieder, dass auch auf irgendwelchen Shows oder so, wenn wir mit anderen Bands unterwegs sind, werden viele Leute angequatscht, ey, kann man mal mit euch spielen und so weiter. Das ging uns ja auch oft so, ne? Dass wir früher als lokaler Support irgendwo mal anfangen wollten. Da ist es auf jeden Fall immer besser, gar nicht den Weg über die Bands zu gehen, sondern eher die Clubs und Veranstalter anzugehen. Da zieht man eher mal eine Möglichkeit an Land, da irgendwie Support zu sein oder so. Es ist wirklich traurig, aber wir haben wirklich, weiß ich nicht, 4 oder 5 Mal in Santiago de Chile gespielt und in Tokio, aber noch nie in Bremen. Ne? Wir machen jetzt die Release-Shows, spielen hier und da mal ein Festival, aber auch nicht viel, aber so richtig in die Offensive gehen wir dann erst später im Jahr. Ich bin groß geworden mit Black Sabbath durch meinen Vater, das war so der größte Einfluss für mich überhaupt. Und dann hat man vorhin schon gesagt, Blind Guardian, Iron Maiden, was ja auch viele jetzt auch immer sagen, aber das ist halt wirklich Metallica, klar. Mit solchen Bands bin ich groß geworden, das sind auch für mich noch Idole und deswegen ist es ja umso schöner, zum Beispiel, wo wir jetzt das Blind Guardian Cover nochmal zurückzukommen, gemacht haben, so dass zum Beispiel ein Idol, wie ich sehe, Hansi auf einmal mir schreibt und sagt, gut gebrüllt Löwe und ja, sogar noch eine ganz starke Gesangsleistung von ihm mit draufpacken und wir sogar quasi ein Duett, aber mehr darf ich ja nicht verraten, dort singen werden. Ja, bei mir ist das also musikalisch, ich habe auch angefangen so mit Blind Guardian und solchen Sachen, bin dann auch in die härtere Schiene gekommen zu Ball Thrower und Napalm Death und habe mir auch, liebe auch immer noch viele Hardcore-Bands wie Earth Crisis und diese ganzen alten Sachen, Morning Again und sowas, also da, oder Liar aus Belgien, das hat uns schon auch nachhaltig beeinflusst und war auch so eine Initialzündung überhaupt selber Musik zu machen. Also für mich als Metal-Kid, der sich dann angefangen hat für Politik zu interessieren, war so diese erste Metalcore-Welle wirklich was Besonderes. Das ist das letzte Konzert, was mich mal persönlich als Musiker oder so wirklich richtig geflasht hat und wo ich Gänsehaut hatte, das war ein Rammstein-Konzert in Berlin selber. Ja, aber sonst ist es eher weniger geworden, muss ich wirklich sagen. Wobei, wenn in der Region jetzt bei uns wie in Jena, Weimar, Erfurt oder sowas kleinere Konzerte sind und vielleicht auch befreundete Bands da spielen, Born from Pain jetzt als Beispiel nochmal, ja, dann versucht man natürlich, wenn man da frei hat, auch gerne mal hinzugehen. Ja, also das ist bei mir genauso. Ich fahre jetzt sicherlich nicht wegen, keine Ahnung, wie früher, wegen einem Entombed-Konzert nach Berlin oder irgendwie sowas, aber
Bei mir in der Gegend sind viele coole, kleinere Konzerte. Ne? Also ich bin total oft in der Gerberstraße, in Weimar zum Beispiel. Ich bin nicht geil, das muss Molle beantworten. Nee, das kann ich jetzt auch nicht so beantworten, warum wir geil sind. Also das müssen andere beantworten, glaube ich. Also ich fühle mich manchmal geil, das stimmt. Das sage ich ja auch live, aber das hat ja andere Gründe, weil es mir halt absolut Spaß macht. Ich bin dann auch immer der Meinung, dass eine Band, die da irgendwie bei der Gegendemo mitmarschiert, genauso viel wert ist wie eine Band, die da auf der Bühne steht und schlaue Sprüche reißt. Also das haben wir immer auf dem Schirm, sowas. Also wir haben vor einiger Zeit zum Beispiel bei so einer großen Aktion in Prag gespielt, von der tschechischen Vereinigung, die sich da gegen Fascho-Aufmärsche und dort ganz aktiv ist. Also da haben wir sowas gemacht. Also da sehen wir auch international. Ne? Wenn sich da in Dresden mal was ergibt oder so, dann können wir natürlich mit am Start sein. Ja gut, wir sind ja Made in GDR, ne? Also DDR-Kinder, da wurde einem ja nicht allzu viel mit der Kirche anerzogen. Natürlich gibt es auch gute Pfarrer und Theologen, die da die Leute auch voranbringen. Und fällt eigentlich mit den Pfarrern, ja. Ich weiß noch, was mich beeindruckt hat, dass mir da mal ein Pfarrer ganz offen und ehrlich geantwortet hat, als ich gesagt habe, na, ist doch langweilig, wenn ich ein Zwiegespräch mit Gott führe beim Beten und ich bin immer der Einzige, der irgendwie erzählt und da antwortet keiner und so. Da hat er auch ganz offen und ehrlich geantwortet und dann versucht, mir das zu erklären und so. Da kann ich mich dran erinnern, das war ein beeindruckender Moment. Aber so diese vielen negativen Seiten, die mit einer institutionalisierten Religion verbunden sind, das habe ich, denke ich, erst im Erwachsenenalter wahrgenommen. Man muss wirklich versuchen, mit so kleinen Dingen anzufangen. Und für mich ist das, was ich esse oder auf was ich da verzichte, ist wirklich eine Banalität, die mir nicht viel Mühe macht und mit dem ich trotzdem schon viel verändern kann. Ne? Und das ist ein Schritt, der für mich auf jeden Fall richtig ist. Also mein peinlichstes Bühnenerlebnis war, da muss man sich vorstellen, war so die Bühne und so ein bisschen angeschrägt ist so eine große LED-Wand gewesen. Also da konnte man von dem einen Winkel aus der Bühne auch schon drauf gucken oder so. Und es war ein Riesenfestival. Und ich spiele da. Bin total komplett am Posen, reiß die Gitarre hoch vor die Kamera, sehe mich in der LED-Wall und sehe in der LED-Wall, dass ich gerade die Gitarre hochreiße und da einen riesengroßen Hosenstall offen habe halt. Mir fallen da natürlich mehrere Momente ein, was ganz speziell war, wo ich mich sofort daran erinnere, war auch auf einem sehr, sehr großen Festival vor ganz, ganz vielen Leuten. Und ich wollte eigentlich so einen ganz lockeren Spruch bringen, war natürlich mega nervös, wollte es aber natürlich mir nicht anmerken lassen, wollte nur sagen, ja, ist was ganz Besonderes hier zu sein bei euch. Und in dem Moment sage ich natürlich, ist nichts Besonderes, hier bei euch oder vor euch zu stehen und so. Das war schon, das habe ich in dem Moment noch nicht mal registriert, das habe ich dann erst in Videoanalyse und wo sie mich drauf hingewiesen haben, Videoanalyse klingt jetzt klar bei YouTube natürlich, wo man sich das noch... Mit unserem Trainerstab. Ja, genau, unser Trainerstab und Management, nein, Quatsch. Und da musste ich natürlich erstmal schlucken, aber es ist halt dann so, das zeigt ja nur die Nervosität. Die Stürme rufen dich ist nicht Victor Jara gewidmet, der ist inspiriert von einem Song von ihm. Ja, also mich beeinflusst er schon sehr bei den Texten, die er schreibt und so. Wie gesagt, das ist auch jemand, der sterben musste, weil er wirklich die Macht gehabt hat, eine Gesellschaft zu verändern mit seiner Gitarre oder zumindest da entscheidend dran teilzuhaben. Also wir haben uns eigentlich durch die Musik, man ist sich da auf Konzerten über den Weg gelaufen, war dann so in der Gegend, in der gleichen Szene unterwegs und hat sich dann so miteinander unterhalten und parallel hattet ihr ein bisschen rumgelärmt. Ne? Ich hatte schon mit Matthias, unserem Schlagzeuger, ein bisschen was miteinander zu tun. Er hat Musik gemacht und da hat man sich halt mal so da zusammengefunden. Die Frage ist falsch gestellt. Das sind Zellen, die sich in verschiedene Richtungen entwickelt haben. Ja, ist so, ist eine typische paradoxe Frage, bei der die Frage falsch ist und deshalb nicht beantwortet werden kann, wenn ich dann mal das philosophisch mal so abschneiden darf, so abrupt.
promise.